Hallo zusammen, willkommen zu meinem nächsten Fahrradabenteuer. Heute steht etwas ganz Besonderes an. Es ist die erste Etappe meiner Alpenbrücke Extended Challenge. Ich stehe hier in Thun am Hauptbahnhof. Das ist der Ausgangspunkt für meine erste Tour. Ich habe mir gleich was ganz Besonderes ausgesucht, einen der schönsten Alpenpässe. Heute geht es über die große Scheideck. Was es genau mit dieser Alpenbrücke Extended Challenge auf sich hat und wo wir exakt durchfahren, das erzähle ich euch unterwegs. Lasst uns zuerst hier mal aus Thun rausfahren. Thun habe ich verlassen. Ich fahre jetzt entlang des Thunersees Richtung Interlaken. Von dort geht es dann nach Brienz via den Giesbachfällen. Dort weiter dann der Aare entlang Richtung Meiringen. Und dann steht das absolute Highlight der Tour an, der Aufstieg auf die große Scheideck. Von dort dann runterrollen nach Grindelwald, zurück nach Interlaken und nach Hause nach Thun. Das ist die geplante Tour heute. Das wird gut. Was für ein Start! Kaum auf dem Sattel entfaltet sich schon die atemberaubende Schönheit des Thunersees. Eingebettet in sanfte Hügel und majestätische Berge gleite ich entlang dieser wunderbaren Seelandschaft. Jeder Tritt ist ein Genuss, jeder Blick hier offenbart ein Zuckerpanorama. Und dann natürlich ist hier noch die Pyramide vom Niesen, die majestätisch in der Landschaft thront. Aber was ist jetzt die Alpenbrücke Extended Challenge eigentlich? Es gibt ja das Alpenbrücke, das ist ein jährlicher Radmarathon in den Alpen über verschiedene Pässe, verschiedene Strecken, verschiedene Höhenprofile. Und jetzt haben sie eben eine Erweiterung dazu herausgegeben. Man kann jetzt individuell über die Pässe des Alpenbrückes fahren. Es sind insgesamt 9 Pässe, die man bewältigen kann. Und jeder Pass gibt dann eben einen Badge. Und für mich ist das cool. Ohne Zeitdruck, individuell, Zeitplanung kann man sich einstellen. Kann schön die Touren planen, dass man an verschiedene Pässe in verschiedenen Touren fährt. Und heute ist jetzt eben der Start. Heute hole ich mir den ersten Badge für die große Scheideck. Die erste Etappe ist geschafft. Wir sind in Interlaken eingekommen. Es war jetzt ein gemütliches Einrollen. Jetzt geht es dann weiter Richtung Brienz. Da kommt dann schon mal so ein leichter Anstieg hoch zu den Giesbachfällen. Aber ja, die sind zu schön, dass man die auslassen könnte. Weiter geht's. Kurze Wartepause, unfreiwillig, aber hey, was soll's. Sind wir am Brienzersee angekommen. Das ist einfach schon wunderschön mit seinem türkisblauen Wasser. Und jetzt geht es ein bisschen weiter den Brienzersee entlang und dann später mal noch in die Höhe zu den Giesbachfällen.
Jetzt kommt eine kurze Passage, wo ich das Bike schieben muss, aber für diese Sehenswürdigkeiten ist es mehr als der Wert. Die kurze Schiebestrecke mit dem Bike hat sich gelohnt. Dafür können wir jetzt hier die Giesbachfälle bestaunen. Sehr imposant, kräftig, wie da die Wassermassen runterdonnern. Man kann also sogar hier auf dem Weg hinter dem Wasserfall durchlaufen und das machen wir doch jetzt gerade schnell. Grand Hotel Giesbach, wunderbarer Platz, wunderbare Terrasse. Wäre schön hier einen Kaffee zu trinken, aber ja, die Tour hat eigentlich erst kaum angefangen. Wir fahren weiter. Ich bin jetzt weg von der Hauptstraße und ja, jetzt fangen die Steigungen an. Jetzt heißt es Klettern. Ganz schöne Schinderei, aber eben die Aussicht, der Badge, der Challenge, es lohnt sich. Die Schwarzwaldalp ist erreicht. Ab jetzt ist das Auto frei, jetzt darf nur noch das Postauto hier durch. Wird gleich etwas angenehmer zum Fahren, aber da vorne kommt dann schon mal die nächste brutale Rampe. Die Steigungen gehen weiter. Oh, ich brauche eine Pause. Diese Rampe mit 14%, die hat mich jetzt gekillt. Aber hey, ich will nicht klagen. Wenn man eine Pause machen kann bei der Aussicht, da kommen doch die Kräfte gleich wieder zurück. Das nächste Postauto hat sich angekündigt. Da warten wir hier bei der Engenstraße lieber kurz nebendran. So, bald ist es geschafft. Es sind noch 100 Höhenmeter, guten Kilometer. Ja, es zerrt. Ich bin also froh, wenn es fertig ist.
So, es ist geschafft. Ich bin oben angekommen. Die große Scheidegg ist bezwungen. Ich habe meinen ersten Badge vom Alpenbrevet Extended, aber es war anstrengend. Ich bin wirklich froh, dass es jetzt fertig ist. Jetzt kann ich es dann runterrollen lassen nach einer kleinen Pause. Jeder einzelne Höhenmeter-Hierlauf war ein gnadenloser Kampf. Diese Steigung bis zu 15%. Selten gab es mal ein flaches Stück zur Erholung. Nur dieser unerbittliche Asphalt, der sich immer weiter nach oben windet. Es war wirklich ein Ringen mit den eigenen Grenzen. Eine Hochkategorie-Herausforderung, die man nicht so schnell vergisst. Und dann natürlich dieser Blick, dieses Panorama. Es ist atemberaubend, überwältigend. Jeder Schmerz, jede Anstrengung, jeder Moment des Zweifels ist hier vergessen. Es entschädigt bei weitem für jede Strapaze. Das war es mehr als wert. So, wir sind in Grindelwald. Die Abfahrt war jetzt einiges schneller als der Aufstieg. Nächster Halt ist dann Interlaken und von dort dann zurück nach Thun. Ich brauche nochmals einen Wasserstopp. Vorräte nochmals nachfüllen für den restlichen Teil bis nach Hause. Wir sind wieder in Interlaken. Jetzt rolle ich dann auf der anderen Seite des Thunerseeufers wieder zurück nach Thun und dann neigt sich die Tour auch schon dem Ende zu. Ich bin zurück in Thun. Die Tour ist somit abgeschlossen. War eine ganz tolle Tour. War jetzt fast happiger, als ich es erwartet hatte. Die Steigungen waren doch ziemlich knackig. Ich hatte da 13-14% mit drin und selten eine Pause. Aber nichtsdestotrotz, es ist geschafft. Ich bin happy. War wirklich eine super Tour. Und ja, die Aussicht, die ist natürlich genial. Dort oben mit den Bergen, ein Eigerpanorama. Ja, das ist wirklich einer der schönsten Pässe, die man da machen kann.
Und das Wichtigste, ich habe meinen Badge, ich habe meinen ersten Badge vom Alpenbrevet Extended. Ich muss jetzt nur noch die Tour hochladen auf Strava. Ich werde die auch verlinken, falls ihr die mal nachfahren wollt oder wenn ihr nachschauen wollt, wo ich genau durch bin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, ihr kennt den Drill, dann bin ich froh, wenn ihr ein Like gebt für das Video, Daumen hoch und natürlich auch gleich subscribed für den Channel. Dann verpasst ihr auch nicht die nächsten Videos, weil ich nehme jetzt mal an, dass das nicht der einzige Alpenbrevet Extended Pass war, den ich diesen Sommer gefahren bin. In diesem Sinne, schönen Abend und tschüss.